Also mich fasziniert einfach völlig, was heute in der Wissenschaft entdeckt wird, was eine Pflanze ist. Bis jetzt oder immer noch gilt die Pflanze ja eigentlich in der Wissenschaft auch so etwas wie so ein Bioroboter, der das genetische Programm abläutert und reflexartig reagiert immer aufs Gleiche. Also sehr ein mechanistisches Weltbild. Und jetzt kommt die Wissenschaft plötzlich und sagt, ja hallo, die Pflanzen die kommunizieren zusammen mit Hilfe von Duftstoffen. Limabohnen kennen Sie inzwischen ein Vokabular von ungefähr 100 Duftstoffvokabeln. Und wenn die Limabohnen angegriffen wird, dann fängt sie sich an zu wehren. Sie produziert einen Duftstoff, der ihre Nachbarinnen warnt. Achtung, da kommt ein Find. Nachher produziert sie Duftstoff, der Nützlinge anzieht. Und das Verrückte ist, die Limabohne weiss nicht nur, dass sie angefressen wird, sondern gerade von wem. Wird sie nämlich von Spinnmilben angegriffen, produziert sie einen Duftstoff, der Raubmilben anzieht. Wird sie von Raupen angegriffen, ein bisschen anderes Duftstoffgemisch, das Schlupfwespe anzieht, weil die Raupe parasitiert. Also, man weiss inzwischen, sie schmeckt am Speuz vom Insekt, wer da gerade an ihr frisst und holt sich dann den geeigneten Bodyguard. Der Mensch ist intelligent, die Natur ist auch intelligent. Der Mensch ist Teil der Natur. Und wir kennen die menschliche Intelligenz. Und ich bin überzeugt, es gibt Intelligenzen, die ausser unserer Reichweite sind, die auch existieren. Selbstverständlich ist Intelligenz um. Nebst der menschlichen. Also ich glaube nicht, dass Natur intelligent ist. Und Intelligenz bedeutet für mich, dass irgendjemand da ist, der halt denkt und lenkt und steuert. Und ich denke, wenn man die Natur anschaut, da passiert so viel, ohne dass da einer am Rädchen dreht und steuert und lenkt und intelligent ist. In vielen Fällen wird ja mit Gentechnik schon Sachen und Eigenschaften übertragen, die es in der Natur in dieser Art nicht gibt. Zum Beispiel die insektenresistenten Pflanzen, die sich selber gegen Fraßinsekten schützen können, die dieses Bt-Gen aus dem Bodenbakterium haben. Das ist ja was, das gibt es in der Natur so nicht. Das ist wirklich was der Mensch gemacht hat, also was nicht durch klassische Züchtung entstanden sein kann. Das ist wirklich was es in der Natur in dieser Art bis jetzt nicht gegeben hat. Ich bin im jetzigen Zustand nicht für Gentechnologie. Ich bin im jetzigen Zustand, glaube ich, dass der Mensch und die Wirtschaft die Moralität nicht hat, um mit der Gentechnologie umzugehen. Ich habe selber sehr lange in diesem Bereich gearbeitet, im Labor gearbeitet und selber in das Erbgut eingegriffen von Bakterien und von Hefe und von Pflanzen und habe gesehen, also was ich dabei mache, das sind einfach ganz einfache Labormethoden. Man mischt irgendwelche farblosen Flüssigkeiten im Reagenzglas und rührt irgendwas zusammen und zum Schluss kommt halt irgendwas mal raus und es kommt mir jetzt nicht viel anders vor,
wenn zum Schluss irgendwas Bestimmtes rauskommt, kommt mir nicht viel anders vor, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten gegangen bin und da Samen gepflanzt habe und da auch dann was passiert. Ich mache was und es passiert was. Es ist immer, die Pflanze macht es ja selber. Und ich gehe davon aus, die Natur weiss, wie sie funktioniert. Aber der Mensch weiss nicht, was genau passiert, wenn er dort eingreift. Also das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube auch nicht, dass es nur die Sachen gibt, die man jetzt im Labor messen kann mit einem Messgerät oder sowas. Also mir ist schon bewusst, dass es auch andere Sachen gibt, aber das kommt überhaupt nicht in die Quere mit dem, was ich mache, wenn ich jetzt im Labor einen Organismus gentechnisch verändere. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, das ist eine vollkommen andere Ebene. Wenn man sagt, Natur und Gefühl haben nichts miteinander zu tun, sondern Natur ist eine strenge Wissenschaft, tut nach ihren Gesetzen von Zellteilung und von genetischen Informationsströmen funktionieren und Gefühl hat nichts mit dem zu tun, dann hat man wahrscheinlich etwas Wesentliches nicht begriffen. Also, wir haben Versuche gemacht von Blüten, die wir täglich gestreichelt haben, berührt, und andere nicht. Und wir haben eine ganz starke Ölkonzentration in diesen Samen gehabt, die wir täglich berühren. Und das hat sich genetisch in der Nachfolge sogar durchgesetzt. Das heisst, durch Pflanzenberührung kann ich Gentechnologie betreiben. Wenn ich so Monokulturen anschaue, dann denke ich mir zuerst einmal, aha, so eine Maispflanze, die steht jetzt einfach da, die wird von unten bespritzt und von oben bespritzt und die steht eigentlich da wie eine Autistin und kann überhaupt nichts machen. Es ist für die völlig obsolet geworden, dass sie sich selber wehrt, dass sie Duftstoff produziert, um Nützlinge anzuziehen, dass sie unter dem Boden ein Netz aufbaut mit Pilz, um da Nährstoffe und Informationen auszutauschen. Und da vergeben wir uns doch auch ein riesiges Potenzial. Wieso? Also erstens ist es ein riesiger Ressourcenverschleiß und zweitens vergeben wir uns ein riesiges Potenzial. Pflanzen können viel mehr, wenn man sie liest. Und das, glaube ich, das sind Ideen für eine neue, also für eine Landwirtschaft von übermorgen, wo wir viel, viel stärker aufgenommen werden. Spiritualität ist für mich nie in Verbindung zu setzen mit dem, was ich nicht kenne. Für mich die Intensität vom Fragen. Ich würde sagen, für mich ist es schwierig zu greifen und schwierig zu sagen. Also ich würde nicht sagen, dass Spiritualität ein großes Gewicht in meinem Leben hat. Wenn man plötzlich sieht, dass Pflanzen zusammen schwätzen, dass man das erst heute weiss mit Duftstoff, dass man das erst heute weiss, das liegt nicht an den Pflanzen, sondern an uns Menschen, weil niemand gedacht hat, dass die das machen, als hätten wir es auch nicht erforscht.